Oh, fuck me. Was ist das denn hier? Das ist wieder diese EMP-Stühle. Jemand, der sich nicht bewegt. Da ist niemand. Wer hat das denn jetzt gerade gesagt? Post-interview log. Patient has been returned to detention area after sedation. The medical history gathered indicates that she's a prime candidate for inclusion. Similarly, all biological indicators fall within required parameters. Recommend preparation for stage 1 therapy prior to... Gary, have you seen this? Have you seen what's on this smart disk? He's gone mad! Tiffany, slow down. What are you talking about? Where'd you get that? I found it in the last shipment of materials we received. One of the boxes had been tampered with, blatantly. Someone was sending this to me, to us, to warn us about Commander Burke. Tip, tip, That tip, 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 sounds tip, a tip. little far-fetched, don't you think? I know the two of you have butted heads, but Bob's assured me that the commander is with us on this. Really? So Mr. Page is okay with us using unwilling human test subjects, is he? What's his opinion on Bell Tower using the OCM to further their military aspirations? Ask him about this Hydra project. Tiffany, calm Was ist denn down. jetzt das Hydra I know Project? all about the Hydra project. It's nothing nefarious. It's simply a means of allowing soldiers to communicate more efficiently when in the field. You've seen Burke's augmentation. It has nothing to do with the OCN. So you think his obsession with this technology is because he's an environmentalist? Gary, I know this bothers you too. Those poor women. We can't keep doing this. We can't just rush blindly ahead and let men like Burke pull our strings. Science has made that mistake before. I know. All right. Let's go down below and contact Bob. We'll see what he has to say about this. I know he's intrigued by the nanotech possibilities. Certainly, he's disappointed with the results we've had. Ich guck jetzt mal kurz. Ob ich rausfinden kann, wie dieser Typ heißt, mit dem ich geredet habe. Boss. Bill Taggart, Sandoval. Shit, wie hieß der Typ denn? Und die Audiologs habe ich jetzt halt auch nicht mehr in meinem Audio-Ding. Oder? Doch. Ich will ein E-Book. Welche E-Books? E-Mail. Ja. Hugh Darrow. Fuck off, ey. So hieß der Typ. Natürlich.
Oh, wie konnte ich denn das vergessen? Ah, da ist er. Cute Arrow, Mann. So. Nee, immer noch weiter. Why are you doing this to me? I'm sorry. I'll stay quiet, I promise. Just don't hurt me anymore. Calm down. I'm not gonna hurt you. You're not one of them? One of the scientists? Please, you've got to get me out of here. You've got to do something before they come back. I don't want to disappear like all the others. Hold on. You said they were coming back? Who? Burke? Is he behind this? I'm not sure. He comes around, but not that often. I know he gives the orders around here, but he doesn't seem all that interested in us beyond some psych tests and questioning. He mostly leaves us to the doctors or scientists or whatever they are. Warum kommt mit... Tell me about these scientists. Is one of them a woman named Reed? I don't know. I mean, there is a woman, but her name is Kavanaugh, not Reed. I heard the guard call her that. She seems different. Like she doesn't like what they're doing to us. I can't help but think she's being forced to do these things. The others just treat us like animals. It's horrible. I just want to go home. Warum kommt mir ihr Gesicht irgendwie so bekannt vor? I want to help you, but you've got to stay calm. Ja, genau. Du musst still sein, aber beantworte mir erst noch diese Frage. What's been going on back here? I don't know much. I've heard rumors and seen some things, and I know what they've done to me. Biopsies, blood samples, tissue cores, like I'm some sort of lab rat. Is that why you're back here? Separated from the others? This is where they study and examine us to see if we're compatible or something. I don't know what they want from us. Sometimes we're sent back to the cells. Those that aren't, some of the others think they let them go, but I think they're being sent somewhere else. Another facility maybe. Somewhere else inside this Ja, echt mal, als ob die laufen lassen. Why? Nachdem ihr hier in irgendeiner illegalen Black Site wart. It's like they're looking for some kind of perfect gene match or something. I'm not a doctor. I don't understand it. I just don't want them touching me anymore. It's okay. What's your name? Nina Sullivan. I don't know why they're holding me in here. They just grabbed me off the street. I'd heard Cape Town was dangerous, but I thought with all the security around... Cape Town? South Africa? Isn't that where we are? I blacked out. They drugged me, I think. I was on vacation in Cape Town at the end of the summer. I was going to be starting senior year in the fall, and I wanted to have an adventure. My parents must be so worried. I take it you're not a terrorist then? No, I've never done anything wrong. Never demonstrated against anything or anything. But neither have most of the girls here. Das weißt du natürlich. But please, can't you get me out of here? Das weiß ich noch nicht. I know this is gonna seem cruel, but I can't help you right now. You're going to leave me here? You can't. You have no idea what it's like. Please. I can't have you tagging along just yet, or walking the halls alerting the guards. Trust me, when I can get you out, I will. But your best bet is to stay put. I'll alert them anyway. Burke and the two doctors were just here heading for the morgue. I'll tell them you're here. I will. Let me out or I'll tell them, I swear. And then what? Do you really think they'll let you go? I'm still the best chance you've got, but you have to be patient. Gutes Argument. Don't go.
Ach so, jetzt gehe ich einfach. Okay, tschüss, ne? You changed Ach so. your mind. Doch You'll nicht. let me out now? Hallo, ich bin's nochmal. They'll be back and I'll disappear like all the other women. Ja, nee, jetzt gerade geht's nicht. I'm sorry. Tschüss, ne? Darf ich lesen, was mit dir? Häftlingskrankenakte. Nina Sullivan, grüß dich. Heul mich nicht an, kann jetzt nicht. Weiblich, IC1. IC haben wir bisher auch nur da gelesen. Nein. Alter 20, Herkunft Afrika, Südafrika. Das ist gelogen. Du hast wahrscheinlich irgendwo anders. Die studiert doch bestimmt. Die ist doch bestimmt irgendwo anders her, oder? Verbindung eben Kanadien aus Kanada. Hier, Verbindung unbekannt, Risiko gering. ID bestätigt, Nina Sullivan, Studentin. Keine erkennbaren Augmentierungen, Maßnahmen, Anamnesegesprächszeit, keine Gegenindikationen, Abstammung W2, W1, Irland, Großbritannien. Keine Vorerkrankung, keine Augmentierung. Voruntersuchung, Blutgruppe A negativ, Biopsie, genetische Marker innerhalb akzeptabler Toleranzen. Durchleuchtungsergebnisse, früherer Bruch der Elle vor 7 bis 10 Jahren. Protokoll kann fortgesetzt werden. Status wartet auf Transfer ins Labor. Hey, TÜV, ich habe den Großteil der klinischen Patienteninformationen aus der Bell Tower Workstation genommen. Es gefällt mir nicht, dass Bell Tower Zugriff auf unsere Daten hat. Aber ich glaube, Paige würde es auch nicht gefallen. Anscheinend färbt ihre Paranoia wegen Burke auf mich ab. Sie kann ja auch mal einen Blick drauf werfen. Wo ist dieser PC, von dem du sprichst? Clinical Trial Log 11/27. Attending Dr. Tiffany Kavanagh, Dr. Gary Savage. Observing Commander Peter Burke. Patient has been sedated and restrained. Administering compound P-026, 1.75 cc's. Injection via the left suboccipital triangle, isolating the neocerebellum and pontine nuclei. Well done, doctors. Appears that the spinocranial replacement was successful. She's been stable for 48 hours. Placing the upper column and posterior skull is more complex than your own hindbrain augmentation, Commander Burke, but it's well within our abilities. That's not our sticking point. I'm quite aware of what your sticking point is, Doctor. Getting results that I can use. Gary? Gary, she's waking up. Look at the alpha waves. They're attenuating. Blood pressure and heart rate are rising. O2 saturation is really low. Savage, get this under control. Tiff, increase sedation and disconnect the OCM interface. Get a dose of propofol ready, see if she stabilizes. It's not working, Gary. Damn it. There's a rupture in the circle of Willis. Anterior cerebral artery. Shit. I've got to get in there. It's already too late, Tiffany. You know that. Is it still alive? No. Now we've lost her. I don't understand. She burned out so quickly. Arterial degeneration was clearly more advanced than anticipated, but still, the new compound should have worked. Dispose of the body. I'll have the next viable candidate prepared and sent down to you, Dr. Kavanaugh. Bastard. Sei doch mal still. Kein Platz für Betäubungspfeile, das sehe ich anders. Ich würde das gerne fallen lassen. Und was schmeißen wir da noch weg? Die 2 Schmerzmittel. Und dann nehmen wir die Betäubungspfeile mit. Guck mal, da kann ich auch noch nachladen. Hat zwar jetzt keinen Einfluss, aber dann kann ich diese 2 bescheidenen Dinger fallen lassen. Und die Schmerzmittel mitnehmen. Okay, und ich sollte vielleicht die Betäubungspistole wieder auspacken. Es gibt ja noch einen Unfall. So, wen haben wir denn hier?
Anger Louise, IC 334, Großbritannien, RSS, Rifleman Backstation B, Verbindung gering, Prostituierte, Zusatzinformation ID bestätigt, Louise Auger, geboren 1993, Frankreich, keine erkennbaren Augmentierungen, Maßnahmen, Analysegespräch zeigt keine Gegenindikationen, Abstammung, afrikanisch, französisch, B2, keine Vorerkrankung, Voruntersuchung, Blutgruppe AB, Biopsie, genetische Marker innerhalb akzeptabler Toleranzen, Durchleuchtungsergebnisse bislang nicht geführte Augmentierungen, sozial, sexuell. Es gibt sexuelle Augmentierungen. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Projektprotokoll. Abreichung einer Hyperdosis LPZ Neuropozynen erfolgt. Entfernung bestehender Augmentierungen. Transfer ins Labor Cravener. Austausch obere Wirbelsäule, Hinterkopf, Abreichung von P026. Massive Risse der Arterien im Gehirn, mögliches Gliagewebe. Status terminiert. Das ist ja beruhigend. Da waren wir schon drin. Lien. Wut. Weiblich. IC5, Alter unbekannt, Asien, China, Rifleman Station B, Verbindung unbekannt, Zusatzinformationen, ID unbestätigt, Ziehdurchleuchtung, unkooperatives Subjekt, keine erkennbaren Augmentierungen. Böse. Nächste Gespräch, keine Gegenindikation, Abstammung Sino, China, US, 01W9, keine Vorerkrankung, Voruntersuchung, Blutgruppe A negativ, Biopsie, genetische Marke, innerhalb akzeptabler Toleranzen, Durchleuchtungsergebnisse, implantiertes Metall, Titan. Oh oh. Das ist, glaube ich, nicht richtig. Ich speichere mal kurz. Und lade den Zustand nochmal. Vielleicht ist die Musik dann wieder richtig, weil das klingt nicht gut und nicht, dass sich das Spiel dann aufhängt. Hallo? Okay. Ich glaube, das Spiel hat sich gerade aufgehängt. Ja. Das Spiel hat sich gerade aufgehängt. So, da sind wir wieder. Da hat sich das Spiel gerade aufgehängt. Ja, Lien Wut. Implantiertes Metall, unbekannter Herkunft in der Schädelplatte. Beschriftung, eine Li 144 HV Matt. Mögliche Vergrößerung des linken Atriums. Projektprotokoll für weitere Schritte ungeeignet. Transfer nach OR 4513.3. Projekt Read. Okay, Madame. Sehr, sehr interessant für mich. Ah, das war die. Jane Doe, weiblich, IC5, ca. 25, Asien, China, Rifleman Station B, unbekannte Verbindungen, keine bestätigte ID, mögliche soziale Augmentierungen. Anamnesegespräch, unkooperativ, soziale Optimierung, komplizierten Ergebnisse, Burke. EMP-Feld nach Subjekt nicht ansprechbar, Abstammung sind Sino, Voruntersuchung, Blutgruppe B positiv, genetische Marke innerhalb der akzeptablen Toleranz. Das ist immer so offensichtlich. Durchleuchtungsergebnisse, Augmentierungen am Schädel bestätigt, Projektprotokoll. Verabreichung einer Hyperdosis Neuropozynen erfolgt, bestehende Augmentierungen funktionsfähig. Transfer ins Labor Cavendish. Austausch oberer Wirbelsäule Hinterkopf, Verabreichung von P024A, Interface angeschlossen, erfolgt. Telemetrie, erhöhte Durchsatzkapazität 134%, Lebensdauer ausstehend, Transfer nach Ayers, umgehend, Burke, Status verlegt. Okay. Gallagher. Weiblich, IC1, Alter unbestätigt, Australien, Sektor B und eine von diesen beiden Fraktionen da. Die bestätigt Laura Gallagher, geboren irgendwann in Sydney, frühere SAF-Parlamentärin.
Angeblich von FSA entführt, aufgegriffen bei Angriff auf FSA-Lager. Keine erkennbaren Augmentierungen. Anamnesegespräch zeigt keine Gegenindikation. Abstammung Australien, weiße wie 9 Voruntersuchung, Blutgruppe 0 negativ. Biopsie, genetische Marke innerhalb akzeptabler Toleranzen. Durchleuchtungsergebnisse normal. Projektprotokoll. Abbrechung einer Überdosis Neurotoxin erfolgt. Transfer ins Labor Kavanaugh. Austausch obere Wirbelsäule Hinterkopf. Verabreichung von P024A. Der Face wurde angeschlossen. Telemetrie erhöhte Durchsatzkapazität 176%. Transfer nach PAN 02. Berg. Versagen nach 74 Stunden. Status terminiert. Aber da war doch eine, die... Hier, die da. Die ist nicht verlegt, die liegt da noch. Vielleicht habt ihr sie verlegt und vergessen, dass sie da drin war. Genau, das haben wir gelesen. Yun Wang. Weiblich IC5, 32, aus Asien. Aus B, mögliche kriminelle Organisation, Zusatzinformationen, ID bestätigt. Yun Wang, 95er Jahrgang, Hengsha. Mutmaßliche Läuferin der Harvester. Bestätigte Augmentierungen, Goldman, Einsatz des rechten Arms, Ersatz des rechten Hörorgans. Cochlea. Einsatz beider Beine. Maßnahmen, Anamnesegespräch, eventuell Wahnvorstellungen von Maschinengott. Abstammung Sino, Voruntersuchung Blutgruppe B positiv, problematische genetische Marker vorhanden. Durchleuchtungsergebnisse, umfassende Augmentierungen. Projektprotokoll, Ausweitung, Abweichung einer Hyperdosis, Nachvollziehen Erfolg, bestehende Augmentierungen, verhindert Fortsetzung des Projekts, Status terminiert, obduzierte Rückgabe an den Hong. So, dann gucken wir nochmal schnell in die Archive. Das ist nämlich nochmal so ein Speichermedium. Was ist dieses Mal? OCM Australien. Okay. Ein E-Book. Schlafwandelnde Welt. Die Illumina... Oh, wow. Was ist das? Das ist was Neues. Wacht auf, die Intrigien der Illuminaten. Sie sind die treibende Kraft hinter fast allen wichtigen Ereignissen der jüngeren Geschichte. Dutzende kleiner Gruppen führen Aufträge aus und vergrößern den Gesamteinfluss. Viele davon wissen gar nicht, was ihre geheimen Vorgesetzten in Wahrheit planen, zumal sie sich oft auch noch feindlich gegenüberstehen. Zu diesen Gruppen gehören die Trilaterale Kommission, die Vereinten Nationen, das Priorat von Zion, die Bilderberg-Gruppe, die Rand Corporation ist die Weltbank, Majestic 12 ist die WHO und UNICEF ist Opus Dei. Okay, müsste eigentlich andersrum stehen dann wahrscheinlich. Daneben gibt es Dutzende kleine Splittergruppen, die unter dem Deckmantel von Revolutionären, Terroristen, Unternehmen und sogar Einzelpersonen aktiv sind. Das geschieht hier und jetzt. Sie haben ihre Bemühungen verstärkt, die Regierungen der Welt zu destabilisieren, globale Krisen zu schüren und die geopolitische Gesamtstruktur zu schwächen. All das soll einem Rettungsplan vorausgehen, der dann die Herrschaft ihrer neuen Weltordnung zur Folge hätte. Das geschieht überall um sie herum. So. No more tears. Materialanforderungen. First Life, Anforderungen für medizinische Voraussetzungen, VLC 093XX. 4x150 Bluttestsets, 4x125G x 3 Zoll Injektionsnadeln, 1x100 Kubikzentimeter Spritzen, 5x8 Zoll Schädelknochenzangen, 10x Dekompressionswundspreißer, 4x200 Minuten Untersuchungshandschuhe, pneumatische mikrochirurgische Bohrer von Savage. Angekommen, Gary, ich habe die Materialanforderungen ans Lager weitergeleitet und sie wird bereits bearbeitet. Lieferung erfolgt über die üblichen Kanäle, Ankunft innerhalb von 24 Stunden. Oh, das ist aber schnell. Savage, die nächste Lieferung von Subjekten wird bald eintreffen, ob Sturm oder nicht. Ich schicke Ihnen ein paar Männer
ihnen helfen werden, die unbrauchbaren Überlebenden zurück in ihre Zellen zu bringen. Von dort aus werden sie verkapselt und zur Omega Ranch gebracht, wo sie hoffentlich nützlicher sein werden. Außerdem muss die Leichenhalle leergeräumt werden. Entsorgung und Transport nach Hampshire wurden wie üblich bereits veranlasst. Trotz der Zuversicht von Ihnen und Dr. Kavanagh nehme ich an, dass wir den Prozess brauchen werden. Außerdem will ich einen Statusbericht von Verladerampe 3. Die Arbeit geht sehr langsam voran. Die Hardware wurde vor einer Woche installiert und seitdem ist anscheinend nichts geschehen. Weshalb die Verzögerung? Es ist enorm wichtig, dass auf dieser Basis eine funktionierende Hydra-Version implementiert ist. Ich verstehe gar nicht, warum Sie so zimperlich, Doktor, und ich werde das nicht länger hinnehmen. Schaffen Sie da jemanden da rein und sorgen Sie dafür, dass die Arbeit erledigt wird. Alle Tests an IC5 mit Jane Doe sind abgeschlossen. Neurotransmitterwerte alle normal. Astrozytogenese minimal, EEG-Aktivität normal. Alle anderen Resultate bewegen sich innerhalb der festgelegten Toleranzen. Die genetischen Marker bestätigen anscheinend unsere Ergebnisse. Wir können immer noch nicht sagen, wie das Interface unter Belastung reagieren wird, aber es sieht gut aus. Ich zögere noch, aber das hier könnte das richtige Subjekt sein, um Ihren Plan einer drahtlosen Hydra-Funktionalität mit einer direkten Verbindung zu der Verteidigungseinheit in Verladerampe 3 umzusetzen. Savage. Achso, warte mal, das sind gute Nachrichten. Bringen Sie die Kandidatin zurück in die Leichenhalle. Ich komme in Kürze runter und schließe den Transfer ab. Dr. Kavanagh soll die vollständige Implantation vornehmen. Tiffany, ich bin gerade dabei, eine Materialanforderung für die nächste Testserie an Versalaf zu schicken. Burke hat bereits gesagt, dass die Schiffe andocken, sobald der Sturm sich gelegt hat. Wir werden also ziemlich beschäftigt sein. Außerdem werde ich die Basis für einige Tage verlassen. Sie müssen die Vortests also alleine durchführen. Bob will wegen der Fortschritte persönlich mit uns reden. Ach, dann war das, die wir da oben gehört haben, hier Gary Savage. Auch ein geiler Name, er bringt einen gewissen Mr. Everett mit, wahrscheinlich einen seiner Geldgeber. Drücken Sie die Daumen, dass ich Sie für Nano interessieren kann oder zumindest einen Einblick in Reeds Forschung beeindrucke. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir uns im Kreis drehen. Und suchen Sie sich bis zu meiner Rückkehr nicht mit Burke anzulegen. Danke, Gary, aber ich schaffe das hier unten schon. Wenn wir etwas vergessen, kriegen wir es trotzdem hin. Außerdem liefert Eric innerhalb von einem Tag. Wir können also nachbestellen. Sie müssen Mr. Page überzeugen. Ich weiß, dass das, was Sie tun, Sie auch mitnimmt. Ich weiß, dass der mögliche Fortschritt unglaublich ist. Aber zu welchem Preis? Er ist zu hoch. Es macht mich krank, was wir diesen Leuten antun. Und was Burke angeht, der sollte mir besser aus dem Weg gehen. So, aber... wir gucken jetzt hier mal rein. Wieder keine Zwischensequenz? Doch. Ich würde sagen. So what did these ones die of, Savage? Complete neurological breakdown from the looks of it. Organ collapse, nerve degradation. Find him. There's been some trouble on the base. My man will take care of it. You were saying? We may be looking at serious cross-systemic failure issues with the OCM. It's those god-awful implants, Gary. The whole inhumane procedure. After a while, it just burns them out. Has this been happening at the other sites? We've experienced some die-off, yes, but I've been told Dr. Reed's research may offer a breakthrough. If we could bring her back here... That's not going to happen. Then we need to start considering other options. A nanotech-based solution performed on willing volunteers. And are you volunteering yourself, Doctor? Tiffany, please. I need to look at the raw data, Commander. If you would. I turned a blind eye to your little office romance, Savage. But if she becomes a problem, she will be volunteering. Keitner, I found out what Burke's been concealing. The interrogation wing is some kind of medical testing facility. He's using the prisoners as lab rats. For what? Not sure. I'll need Burke's retinal scan data to find out. I can't download that without setting off a million alarms. However,
Burke's eyes are enhanced, Jensen. He uses special retinal prostheses custom-made for him by the Tai Young Medical Corporation. You want me to remove Burke's eyes? Not the ones he's currently using. He just received a new set this evening for when the cargo ship docked. With any luck, you'll find it in his office. Keitner out.